Im zweiten Teil dieser Italien-Tour starten wir in der Emilia-Romagna und fahren ein paar Touren durch die Toskana, bevor es über den Gardasee wieder zurück nach München geht. Viel Spaß! Am folgenden Tag ist das Wetter wieder besser und wir machen uns auf den Weg Richtung Toskana. Erst über kleine, dann über kleinste Straßen und Sträßchen schlängelt sich unser Weg durch die Apenninen. Wir lassen uns Zeit. Unser Ziel heißt heute Pistoia. Die 90.000 Einwohnerstadt liegt nur einen Steinwurf von Florenz entfernt, steht, bis auf die Größe, in ihrer großen Schwester aber in nichts nach. Durch Zufall bekommen wir hier ein gerade erst fertig eingerichtetes Zimmer. Wir gehen noch auf einen abendlichen Spaziergang durch die Stadt und genießen es mal nicht im touristischen Zentrum zu sein. Am nächsten Morgen brechen wir quasi zu einer Tagestour auf. Wir wissen es nur noch nicht. Durch schönste Straßen und Berge führt uns der Weg nach San Gimignano. Die Stadt ist wegen Corona immer noch sehr leer. Viele Läden haben noch geschlossen. Man merkt in dieser Zeit extrem, dass viele dieser historischen Städte eigentlich nur noch Disneylands für Touristen sind. Das macht sie nicht weniger interessant oder bedeutend, es nimmt ihnen nur etwas den Charakter. Viele Hotels schlichtweg gar nicht erst geöffnet sind, tun wir uns mit der Suche nach einer weiteren Unterkunft schwer. Nach langer Recherche finden wir ein Agriturismo fast wieder bei Pistoia, aber fantastisch in der toskanischen Landschaft gelegen. Wir schauen abends lange den Sonnenuntergang, bevor wir am folgenden Tag, nachdem wir uns von den Chefs verabschiedet haben, unsere Tour weiter nach Florenz fortsetzen. Die Stadt selbst wollen wir gar nicht besichtigen, aber wir sind hier mit einem Freund zum Essen verabredet. Zum Mittag grillen wir im Garten. Nachdem wir etwas die Zeit vergessen haben, machen wir uns schließlich auf den Weg weiter Richtung Norden.
Nach einer weiteren Tankpause finden wir diesmal wieder ein Agriturismo in den Bergen, das von einem herzallerliebsten älteren Pärchen geführt wird. Der folgende Tag hält das beste Highlight und die größte Enttäuschung dieser Tour bereit. Die Strecke von hier Richtung Bologna führt gefühlt immer auf einem Bergkamm entlang. Das macht nicht nur Spaß zu fahren, sondern ist vom Eindruck der Landschaft immer und immer wieder absolut beeindruckend. Nach Bologna fahren wir nur, um uns das Ducati-Museum anzusehen. Dass wir Corona-bedingt auf einen freien Slot warten müssen, können wir natürlich verstehen. Aber als uns verboten wird, vor dem Museum zu parken, weil wir keine Ducati fahren, beschließen wir einfach auf die Autobahn zurück an den Gardasee zu fahren. Der vorletzte Tag dieser Reise ist nochmal ein absolutes Highlight. Wir fahren nur den Gardasee hinauf, aber vollkommen ohne Verkehr. Wo sich sonst auch noch im Oktober die Autos aneinanderreihen, fahren wir fast wie auf einsamen Landstraßen immer am See entlang. Wir genießen es dafür umso mehr. Kurz vor Trento halten wir noch einmal zu einer längeren Tankpause. Hier beschließen wir außerdem noch einmal in Mittenwald zu übernachten. Den Rest der Strecke legen wir dann auch im Tal zurück. Am letzten Morgen bereuen wir die Entscheidung, gestern im Tal geblieben zu sein, nicht. Das Wetter ist zwar mal wieder ein Traum, aber es ist frostig kalt. Man sieht Schnee auf den Bergen und wir freuen uns, diesen Saisonabschluss so gut genutzt zu haben. Nach einem letzten Stopp am Zirler Berg fahren wir schließlich über die Autobahn zurück nach München. Das war die letzte Folge aus dem Corona-Jahr 2020. Wenn es euch gefallen hat, like und subscribe. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao.